Hi Leute, eigentlich wollte ich nur eine normale Reaction auf einen amerikanischen Radical Non-Duality-Lehrer namens Angelo Di Lulo, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, machen. Ich habe mir also einen Interviewausschnitt von ihm angeguckt, habe das ein bisschen analysiert, habe mich ein bisschen gewundert, habe ein paar Widersprüche rausgearbeitet, also alles im normalen Bereich. Das Ding ist, dabei ist es dann nicht geblieben. Ich habe im Nachhinein ein paar Sachen herausgefunden, die mich ernsthaft schockiert haben und deswegen nehme ich jetzt mein Intro nochmal neu auf, damit ich das mit in dieses Video integrieren kann. Ich habe mich mit Jessica unterhalten, die ja englischsprachigen Non-Duality-Kritik-Content macht. Ich verlinke ihren Kanal nochmal unten. Und sie hat mir erzählt, dass sie sehr viele E-Mails bekommen hat von Leuten, die schlimmen Schaden erlitten haben durch ihre Beschäftigung mit Non-Duality und dass Angelo in sehr vielen Fällen mitgenannt wird als jemand, der Einfluss genommen hat auf diese Menschen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass Leute so ein bisschen, keine Ahnung, durcheinander geworden sind dadurch oder so, sondern Leute, die ernsthaft suizidal geworden sind, in der Psychiatrie gelandet sind, ihr Leben nicht mehr weiterführen konnten und so weiter. Und das Ding ist, wenn man ihn halt einfach mal so googelt, dann findet man aus Non-Duality-Kreisen nur so Lobeshymnen, was er für ein toller Typ ist und dass er irgendwie der beste Non-Duality-Lehrer in dieser Zeit ist. Und er hat eben auch eine große Volkschaft, sage ich mal. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, jetzt auch noch mal den anderen Teil zu beleuchten, der sich dahinter den Kulissen abspielt. Da komme ich aber später zu. Jetzt erstmal die Original-Reaction, die ich aufgenommen habe. That's non-dual realization. So, I can talk about it from my own experience, if that's Please. So what happened for me, it happened very quickly for me. It does happen for some people, but it's not super common where you'll have like these shifts in a row. And this did happen for me though. The night that I had that opening I described, the profound peace, and it did feel like everything's made out of consciousness. The whole world is consciousness, because every way that I had thought about the world before was through thought. So all of a sudden it was all like this ubiquitous, open, spacious consciousness. And the thing I'd overlooked about it was that it still felt very much like an experience I was having, like a seamless, infinite experience I was having. But I was so dissolved in the experience that I didn't realize that. That's the best way I can say this, but I'm going to contrast it to what came after. The next morning, actually, I woke up, took a shower, had to go to work, but I got up early so I could meditate. And I took a shower. I don't remember. Ich meine, also da merkt man ja nur mal kurz schon dran, dass er eine gewisse Vorbereitung hatte. Er ist dann früh aufgestanden, um zu meditieren. Das heißt, das hat er regelmäßig gemacht. Er hat sich mit Meditation beschäftigt. Er hat sich mit solchen Themen beschäftigt. Das war halt nicht einfach aus dem Nichts heraus, diese Erfahrung, dass alles Bewusstsein ist. Und ich finde es auch mal so schwierig. Dann sagen diese Leute so, ja, ist ja jenseits von allen Worten und so. Und benutzen dann aber Worte wie Bewusstsein, was Bestimmtes impliziert, aber ohne auch genau zu erklären, was Bewusstsein ist. Aber gut, es wird dann dennoch, es wird kategorisiert. Du kannst ja nur sagen, dass etwas Bewusstsein ist, wenn du weißt, was nicht Bewusstsein ist. Also es wird innerhalb von zwei Gegensätzen dort gedacht und beschrieben. Insofern kann es eigentlich nicht jenseits von allen Worten sein. Kann es sowieso nicht, wenn es dann mit Worten wieder beschrieben wird. Und wenn es sowas von überhaupt nicht beschreibbar ist mit Worten, so gar nicht, dann sollte man sich auch gar nicht hinsetzen und es beschreiben, weil dann ergibt das sowieso keinen Sinn. What was going on? My mind was probably very quiet. I'm sure it was. And I sat down and dropped right into that blissfulness. I dropped right into that clarity, that oceanic nature of everything just being this, whatever this is, call it consciousness, call it awareness. And then I dropped right in, and then all of a sudden something else happened that I could have never expected. It's not expectable. There's no way your mind could even begin to understand what this is like. But it's like it's really like the physical form of reality itself disappeared. Physical form, like the room, like it's still this way. So the room. Stopp. Die physische Form des Raumes ist verschwunden. Wie kann er dann noch auf Stühlen sitzen und in Mikrofone reden, wenn es keine physische Realität mehr gibt?
Also ich weiß nicht, ob diese Leute sich da irgendwie selber verarschen in ihren Beschreibungen, aber es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Ich meine, gut, es gibt ja auch diesen anderen, war er das? Es gab irgend so einen Lehrer, der mal meinte, er ist gegen die Wände gelaufen, weil er irgendwie die physische Form nicht mehr wahrgenommen hat oder so. Aber ich meine, da stellt sich halt direkt irgendwie die Frage, ganz ehrlich, ist das ein erstrebenswerter Zustand für die Menschen? Dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise sowas erlebbar ist, ja, natürlich. Und ich meine, wir kennen auch Leute, die haben Derealisation, die nehmen die Welt komplett anders wahr, als wir das so normalerweise tun. Und wer weiß, vielleicht kann diese Derealisation so weit führen, dass sich jegliche Formen auflösen. Aber ich weiß nicht, wie man dann überhaupt noch lebensfähig ist. Keine Ahnung. I'm using those terms conventionally, but my actual experience is not being in a room. My actual experience is not having a body or having a self structure that's apart from anything. Also seine Erfahrung ist, nicht in einem Raum zu sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich kann ich es mir gar nicht vorstellen. Er sagt ja auch, das ist jenseits von allem. Natürlich kann ich mir das dann nicht vorstellen, aber ehrlich gesagt will ich mir das auch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie man überlebensfähig ist in so einem Zustand. Keine Ahnung. It's formless. It's truly a formless reality. And not only Wie? is it like that, it's not an experience. I realized that the experience of form was an experience. This is experienceless. Ach, und dann ist es wieder, ja, es ist erfahrungslos. Es ist jenseits jeglicher Erfahrung. Also sorry, wenn es jenseits jeglicher Erfahrung ist, dann kann man auch nicht darüber reden, als wäre es eine Erfahrung. Er beschreibt es gerade als Erfahrung. Es ist eine Erfahrung. Es ist seine Erfahrung der Realität, wie auch immer die funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist nicht jenseits jeglicher Erfahrung. Es ist seine persönliche Erfahrung, offensichtlich. You need a person experiencing form to have the form. Ja, und du brauchst vielleicht auch eine Person, um die Formlosigkeit zu erfahren, von der er da gerade sehr persönlich redet. So you have this relationship between subject and object going on all the time, and that can actually stop. And there's no language to even describe what that's like, because language is based on distance and time and me and you and the speaker. Und genau zwischen denen, ja, die Unterscheidungen trifft er auch gerade. Bewusstsein, Nichtbewusstsein, Form, Formlosigkeit, das sind alles Unterscheidungen, die er da gerade in seiner Sprache trifft und die er auch in seiner Realität so erlebt. Um etwas als formlos erleben zu können, muss man wissen, was Formhaftigkeit ist. Weil ich sehr bezweifle, dass man das alles als formlos erleben kann und dann eben noch lebensfähig ist. And the receiver of language, the whole thing is based on that. It's impossible to talk about this. I can use poetic terminology. I can try to describe what went away, but it's rather a trip. I mean, It it's sounds it. yeah, it is. It's really not. It's not in any category. It's not good or bad. But it's so natural. It's so obvious. Moment. Es ist nicht gut oder schlecht, aber es ist so natürlich und so offensichtlich. Es ist scheinbar nicht ganz so offensichtlich, weil die meisten Leute erleben das ja nicht so. Ich frage mich immer, das wird ja gerne verwendet, diese Terminologie von, oh, es ist eigentlich so offensichtlich. Wenn es so offensichtlich wäre, dann müsste das viel mehr Leuten passieren und auch viel mehr Leuten, die nicht irgendwie durch Meditation oder andere Sachen darauf irgendwie vorbereitet worden sind oder sich in dieses Mindset schon reingedacht haben. Also meiner Meinung nach ist es weder offensichtlich, noch ist es natürlich. Es ist ein antrainiertes Erleben dieser Realität. Und wenn er jetzt sagt, es ist weder gut noch schlecht, dann stimmt das ja nicht so ganz, weil vorher hat er ja von Blissfulness geredet und wie toll das alles ist und wo ein Frieden und bla bla bla. Also scheinbar hat das ja schon gewisse positive Merkmale, dieses Erwachen zur Formlosigkeit. Aber ich glaube, wir sind mit dem Erwachen auch noch nicht am Ende. Ich glaube, da kam dann noch eine Stufe danach. Profoundly, I'll say this, it is profoundly peaceful beyond even that first shift, way beyond. Das hat es jetzt selber noch mal gesagt. Es ist unfassbar friedlich. Aber nein, es ist nicht gut oder schlecht. Aber es ist unfassbar friedlich, ja genau. When there's no shadow work to do. When there's shadow work to do, that same lack of boundaries, that same lack of form that makes it so that there's a seamless experience of just textures appearing of sound and sensations and colors that are all interwoven and intermixed and don't exist in any time or space. That whole thing sounds so beautiful, and it is beautiful. But when shadow material comes up in that, you have no boundary anymore. You can't push it away. You can't think your way out of it. You can't justify anything. Ja, das klingt ja großartig, das ist ja toll. Das ist wieder so, ja, die Leute, also wenn es dir dann nicht gut geht nach so einem Erwachen, dann hast du halt noch nicht genug Shadowwork gemacht. Beziehungsweise dann
hast du verschissen, weil dann hast du halt keine Boundaries mehr. Also das klingt ganz ehrlich für die meisten Menschen hier auf dieser Erde nicht sonderlich erstrebenswert. Ich meine, die meisten von uns haben irgendwelche Themen, an denen sie arbeiten müssen und es ist vielleicht dann, wie er selber sagt, quasi sinnvoll, wenn man dann noch Grenzen um sich herum hat, weil sonst überschwemmt einen das einfach nur. Und da habe ich ja schon mehrere Geschichten, auch jetzt aus dem deutschsprachigen Raum gehört, von sogenannten Erwachten, die dann plötzlich halt nach ihrem Erwachen konfrontiert waren mit massiven, schwierigen Emotionen, die da hochkamen. Und zwar jetzt nicht nur 1, 2 Wochen, sondern wirklich über einen langen, langen Zeitraum und die massiv darunter gelitten haben. Also damit ist einfach nicht zu spaßen. Und er verkauft es trotzdem hier mal wieder als so, oh, es ist so peaceful und ach, es ist so beautiful und es ist so wunderschön. Aber nein, es ist jenseits von gut und schlecht, natürlich. Aber es ist alles so wundervoll. Und das klingt ja schon nach einer tollen, tollen Werbung auch. Ich meine, wir wollen alle in irgendwie friedliche und wundervolle und wunderschöne Zustände kommen. Und ja, wenn man das dann halt so nicht erlebt, dann hat man halt einfach noch nicht genug Shadowwork gemacht. Warum ist eigentlich das Erwachen zu dieser wahren Wirklichkeit, was ja so offensichtlich und so auch so natürlich ist, warum ist das eigentlich immer so schwierig? Beziehungsweise für Leute wie ihn ist es ja nicht schwierig, weil er hat ja vorher scheinbar genug Shadowwork gemacht oder hat einfach Glück gehabt, man weiß es nicht. Aber scheinbar ist es ja schon auch richtig hardcore. Einerseits ist es irgendwie beautiful und andererseits ist es total hardcore. Aber total natürlich und total offensichtlich. Genau. Feel it so fully that can be surprising too, how directly you feel things. But the good news about that is that's the only. Wer fühlt denn dann noch die Dinge, wenn sich der jemand aufgelöst hat? Also irgendwer scheint die Dinge ja dann trotzdem noch zu fühlen und wahrzunehmen und damit umgehen zu müssen, beziehungsweise in dem Fall dann nicht mehr damit umgehen zu können. Schwierig. Only way you can really process it. And more importantly, that's the way you process resistance. And then the resistance starts to settle. And then over time, especially if you're willing to do good shadow work, more and more that crystal clarity, formless, non-dual nature of everything is just there all the time. And it's very peaceful. So that's the second shift that happened. There was even another one after that, but go on. You're on a roll. This is great. I'm loving it. Please carry on. You want the last one? Yeah, okay. Go on. The last one is even more subtle. Also ganz so subtil klingt das nicht. Das klingt eigentlich ziemlich so in die Fresse. And I sometimes give a disclaimer when I talk about this because it can be unsettling to people. But all I can tell you is, I promise, for me it was not. Das ist ja sehr nett von ihm, dass er wenigstens einen Disclaimer gibt, dass es irgendwie nicht so angenehm sein könnte für die Leute, die dazuhören. Ja, dann ist die Frage, warum man überhaupt darüber reden muss, wenn das irgendwie ja alles jenseits von Sprache und jenseits von Erfahrung ist und dann auch noch unsettling sein kann für die Leute. Also, aber gut. And for anyone I've ever seen go through this shift, and I've seen a lot of people now go through it, this big one. For some people, it's very, very unsettling for a short time. Like the most unsettling thing they've ever gone through for a really short time, like a few hours or a few days. If they really fight it, like a few weeks maybe. Ja, also wenn die Leute sich dagegen wehren, ja, dann geht's denen auch nicht so gut mit diesem Shift. Aber wenn die sich nicht dagegen wehren, dann ist es so, in ein paar Stunden ist das dann schon vorbei und so. Also ganz ehrlich, ich habe genug Geschichten gehört von Leuten, die nach ihrem Erwachen überhaupt nicht mehr zurechtkamen und die ewig lange gebraucht haben, inklusive mir selbst, wenn man das jetzt mal als Erwachen bezeichnen möchte, was ich damals erlebt habe, die Jahre brauchen, um irgendwie wieder zurechtzukommen mit dieser Realität. Also ich finde das sehr verharmlosend, dass er das jetzt so darstellt, als wäre das eigentlich alles so ein bisschen so, ach na ja. Und dann weiß ich auch nicht, wozu er einen Disclaimer braucht, wenn er jetzt darüber redet, wenn die Leute durch diesen Shift gehen, dann ja eigentlich immer nur so ein bisschen so ein tagelanges Ding ist, außer die Leute haben wirklich Widerstand, dann natürlich dauert das länger. Aber ich meine, dann sollte das doch jetzt nicht so das Problem sein, einfach ein bisschen beschreibend über etwas zu reden, was man nicht beschreiben kann. Thing about it that is such a massive loss of disillusionment that you're actually grieving the loss of disillusionment. It's very strange. But for me, it was awesome. I just kind of chuckled at it. Also da ist es wieder. Man wird desillusioniert, was ja wieder so klingt, als würde man irgendwie zu irgendeiner Wahrheit erwachen. Und man kann dem nachtrauern, dieser Illusion, die man vorher erlebt hat. Aber eigentlich ist es amazing. Aber es ist nicht gut oder schlecht, aber es ist total amazing. And so this is what it was. It was a
I feel like it was a couple weeks after. It's been a long time, but it felt like a couple weeks later. The non-dual, the formless and boundless nature of everything was clear all the time. And then all of a sudden, something else actually left that I couldn't even have fathomed could leave. And it was the very fundamental fabric of being a self at all. The possibility to be a self in any way, in any form, a universal self, a conscious self. It just suddenly just disappeared. And like everything else, I know, like everything. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Interviewer sich gerade darüber so amüsiert, weil ich finde das auch tatsächlich gruselig. Das liegt aber auch an der Erfahrung, die ich gemacht habe. Vielleicht, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, findet man das nicht so gruselig, sondern irgendwie amüsant. Aber ja. Thing else, it seems like that would be bad or something, but it was just obvious. Like, oh yeah, it would be like. Für wen war es denn dann offensichtlich? Wenn da jegliches Selbst sich irgendwie aufgelöst hat und weggepufft ist, wer hat es noch als offensichtlich empfunden? Wer hat das noch wahrgenommen? Wer kann heute darüber reden? Da sitzt nämlich offensichtlich jemand, der gerade darüber redet. A loss. It's not a loss though. It's just a dispelling of an illusion, but it definitely changed the quality of experience as well. In that. Welche Erfahrung denn für wen dann? Welche Erfahrungsqualität verändert das? Es ist immer wieder dasselbe, es tun sich immer wieder dieselben Fragen auf und er würde dann wieder sagen, so ja, man kann das mit dem Verstand nicht verstehen und so weiter, aber es ergibt einfach keinen Sinn, es ist einfach so unfassbar widersprüchlich. Und ich kann mir das nur so erklären, dass diese Menschen einfach ihren Verstand genommen haben und weggeworfen haben und dass sie das dann selber nicht mehr merken, dass da irgendwas an ihrer Philosophie vorne und hinten nicht zusammengeht. Beyond that, it was less of this infinite formlessness and more of momentary appearances that are both formless and empty and also very bright and luminous and intimate, just appearing, going, coming and going. That's my reality. Ach du Scheiße, es wird ja immer schlimmer. Also Leute, wie empfindet ihr das? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich so leben würde, dass ich quasi keinen kontinuierlichen Erlebnisfluss mehr hätte. Und ganz ehrlich, ich kenne ähnliche Zustände, wo man das Gefühl hat, alles ist nur so pop, 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 pop. Ich finde das sehr schwierig, das als schönen Zustand mir vorzustellen. Also wie gesagt, ich habe Ähnliches erlebt. Ich fand das massiv gruselig. Und ich glaube nicht, dass das die Realität ist, in der wir Menschen leben sollten, die richtig für uns ist. Ich glaube, es ist sehr natürlich und gut für uns, wenn wir einen kontinuierlichen Erlebnisfluss haben mit einem Ich darin, was Grenzen hat zur Außenwelt und so weiter und so fort, wie wir uns halt hier so erleben als Mensch. Also ich glaube, wenn wir alle so leben würden wie Angelo Di Lulu und alles würde die ganze Zeit einfach nur so aufpoppen, ich weiß nicht, wie Leute zurechtkommen würden. Ich weiß nicht, wie diese Welt funktionieren sollte dann noch. Very hard to talk about that though. So yeah, it's almost like reality itself starts to be staccato. It starts to fluctuate in and out. Like it doesn't, like maybe there's nothing existing at all. Ever was. Was, es klingt toll. Es klingt großartig. Das will ich auch unbedingt. Also ich kenne es halt selber, wenn man das Gefühl hat, so die Sachen manifestieren sich erst, wenn man hinguckt und so. Und auch das fand ich halt schon nicht geil. Aber das stelle ich mir ernsthaft. Also er kann es ja beschreiben, es ist beschreibbar. Ich kann mir das sogar vorstellen. Aber wie gesagt, ich finde das nicht sonderlich erstrebenswert. As ever could be, not even consciousness. So I don't want to freak people out because it's actually fine when it happens, but it's Ja, wenn das passiert, dann ist schon in Ordnung. So, nee, für viele Menschen ist es mit Sicherheit nicht in Ordnung, wenn das einfach so passiert. Ich weiß nicht. Viele Menschen müssen auch noch arbeiten und Geld verdienen. Wie soll man denn so arbeiten gehen? It was a radical shift, and it was also, in some sense it was very subtle, in some sense it was very radical. Das glaube ich ihm, dass das radikal war. Ich glaube nicht, dass es sonderlich subtil ist, wenn einem sowas passiert. Ich glaube, das ist ziemlich so aufs Maul. But I remember very clearly thinking like most people don't want this because not that it's. Das sagt er selber. Ja, er hat, wer auch immer das dann gedacht hat, dass die meisten Leute das nicht wollen. Ja, das glaube ich auch, dass die meisten Leute das nicht wollen. Warum eigentlich nicht, wenn es doch so natürlich ist und so offensichtlich? Weil es vielleicht nicht natürlich ist. Bad. I mean, it's not just a bad thing,
But most of what people are doing in the way they identify with who they are through thoughts, they're actually trying to avoid this. Most everyone, including spiritual people. I knew it. Das ist auch wieder so der Klassiker. Ja, die Leute wollen das avoiden. Die wollen das auf keinen Fall. Es ist eigentlich so offensichtlich, aber die Leute wollen da nicht hingucken, weil die wollen lieber in ihrer Illusion bleiben und so. Wieso sind wir dann überhaupt in der Illusion? Verstehe ich immer noch nicht. Ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, warum wir in einer Illusion leben, wenn die offensichtliche Realität ja eigentlich ganz anders ist, aber irgendwie wollen wir das nicht wahrhaben und so. Und selbst die spirituellen Leute nicht. Er ist auch wieder so, er steht über den spirituellen Leuten. So, ach, die spirituellen Leute, die können damit auch nicht umgehen und so. Aber eigentlich ist ja sowas Gutes. Und ach, die Leute gehen da doch dann immer schnell durch, so innerhalb von ein paar Stunden, dann kommen die an in diesem Shift und so. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, er weiß selber nicht so ganz, wo er jetzt eigentlich hin will. There was that weird like insight about it as well. It was more like an insight of the gravity of this, of like being careful how I talk about it and so forth. And, you know, I didn't mention it to anybody ever until like 15 years later when I started talking about this and wrote a book and stuff. Then I started mentioning it. Ja, warum? Hätte er auch einfach lassen können. Also das hätte der Interviewer mal fragen können, warum er dann jetzt darüber redet. Shift in terms of anything to do with any kind of personal identity. Okay. How ist jetzt auch ein bisschen sprachlos. can there be potentially nothing? I mean, like nothing as you've described it, and yet we're having a conversation. Mhm. Berechtigte Frage, ja. Sure about that? Just trying to imagine, you know, people probably like what, you know? You sure about that? Was soll denn diese blöde Gegenfrage dann auch wieder? Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass sowas schon gleichzeitig stattfinden kann. Das kommt darauf an, worauf man seinen Fokus legt. Also ich hatte damals auch stark das Gefühl, es können die Dinge spielen sich einfach so. Und eigentlich ist aber da kein persönliches Ich mehr in mir drin, was einfach nur dadurch zustande kam, dass ich meinen Fokus komplett auf einen sogenannten Nullpunkt in mir selber verlagert habe, den ich da scheinbar gefunden hatte. Das war nicht, weil sich da irgendwas aufgelöst hatte oder weil die Realität plötzlich und ich habe alles durchschaut und alles so. Es kam mir so vor. Es kam mir so ähnlich vor, wie er das beschreibt, im Sinne von, es ist so offensichtlich und so. Natürlich hat es sich nicht angefühlt, aber offensichtlich. Aber eigentlich war es nur eine Fokusverschiebung. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass ich da jetzt zu der einen Wahrheit oder der einen Erkenntnis oder sowas erwacht bin. Aber ich hätte da auch stehen bleiben können, wenn ich mich dazu entschlossen hätte, weiter da zu leben und meinen Fokus darauf weiter zu halten. Ich fand es nicht so erstrebenswert. If you look closely enough at anything, you'll find there's nothing there. And Nee. this, Nein. Nein, das kommt drauf an, was man vorher darüber gehört hat. Und wenn man sich auf so jemanden verlässt, wie diesen Angelo Di Lulu, und dann denkt so, der hat sowieso recht. Und dann guckt man die Sachen an und versucht, das Nichts darin zu finden. Ja, dann kann man da auch irgendwann hinkommen. Ja, das kann man. Weil wir zu allen Erfahrungen irgendwie hinkommen können, wenn wir mit einer bestimmten Linse, mit einer bestimmten Perspektive auf die Dinge gucken. Ist ja nicht das Problem. this jives with physics. This, from what I understand, I'm not a physicist. I know some about physics. Nein. I do know some about it, but I don't know the math of it. But from what I understand, the quantum field theory is the most well-supported physics theory of any kind, meaning there are still problems with the particle physics, right? There's still certain problems with like gravity particles. There's things that need to be worked out, but there's nothing contradictory in quantum field theory. Apparently, it actually looks Nee. about as accurate as anything can look as a model. And that jives with my experience. Quantum field theory essentially. Nein, ich möchte darauf nicht mehr eingehen, auf diese Quantenphysik-Geschichte und dass diese Leute immer meinen, die Quantenphysik würde das unter. Sie sagt selber, er ist kein Physiker, er hat nicht so wirklich viel Ahnung, aber die Quantenphysik, die bestätigt das ja und so. Nein, tut sie nicht. Und mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, weil es nervt mich einfach unfassbar, egal in welchen spirituellen, esoterischen Bereich man guckt. Jeder nimmt die Quantenphysik als Backup für seine Erfahrung. Says the same thing. It says there's an electron field. There aren't ever particles called electrons. There's excitations in a field. And there's fields interacting with one another, and those create somehow an appearance of something. Right. Okay. I feel like I live in that world. Okay. I feel like I live in that world where I can simultaneously see absolute nothingness. I am absolute nothingness. And at the same time, it's easy and fun to play the game of being in these textures of the relative world that doesn't actually exist. It only relatively exists. It's just.
Ach so, also irgendwie ist dann doch wieder beides gleichzeitig da. Muss ja auch, weil sonst käme er nämlich mit seiner Theorie überhaupt nicht klar. Von wegen, ja, also es ist, ist in einem formlosen Raum, beziehungsweise es ist ja kein Raum mehr, es ist einfach nur erst das Nichts innerhalb des Nichts und so. Das würde ja nicht funktionieren, das weiß er auch selbst. Und deswegen wird dann wieder dieses Ding kreiert von wegen so, na ja, ich kann ja beides gleichzeitig, wer auch immer das dann tut, beides gleichzeitig wahrnehmen. Und ja, jetzt ist ja irgendwie die relative Welt hier, ist dann ja nur noch so ein Spielplatz, ein freundlicher Spielplatz in Frieden und Freude. Und das klingt halt, das ist halt auch wieder so ein Ding, was dann das so anziehend macht für Leute. Weil sie denken dann so, oh, dann ist das Leiden weg. Dann ist das Leiden weg und alles ist jetzt dann nur noch so ein freundliches Spiel. Und gleichzeitig kann ich ja in diesem Nichts sein, was irgendwie halt immer friedlich und meine wahre Natur und was auch immer. It's just like it's like wearing a costume or something. I don't know. It's hard to Wer trägt denn dann das Kostüm noch? Wer trägt es denn? Das Nichts? Braucht das Nichts ein Kostüm? Vielleicht. explain it because again, language. This is so far beyond language. But what I will say is it feels so real. Das glaube ich ihm sehr, dass es sich real für ihn anfühlt. Und das ist ja genau das Ding. Das ist genau das Ding, weil Leute, die wahnhaft sind, Leute mit Psychosen und so weiter, für die fühlt sich das auch real an. Für die ist real, dass die vom FBI verfolgt werden oder dass jemand Kameras in ihrem Raum installiert hat oder dass Aliens zu ihnen gesprochen haben oder sonst was. Das ist real für diese Menschen. Und für Angelo Delulu ist seine Erfahrung real, natürlich. Das macht es nur halt nicht zu der absoluten wahren Wirklichkeit, die er da sieht. Das weiß man nicht. Er macht eine bestimmte Erfahrung, er als Person. Und stellt sich dann aber dahin und meint, ja, die Quantenphysik würde das unterstützen und er ist jetzt da am Ende der Fahnenstange angekommen und weiß einfach Bescheid über die Dinge im Universum. Also Leute, es ist halt immer wieder das Gleiche. Ich finde es aber auch trotzdem immer wieder wichtig, weil man da eben sieht, so okay, wir haben da Menschen, für die fühlt sich das sehr real an, was sie erleben. Und die können beschreiben, was sie erleben. Auch wenn sie sagen, es ist nicht beschreibbar, aber sie können es irgendwie trotzdem beschreiben. Und sie haben trotzdem immer wieder dieses Bedürfnis, darüber zu reden, obwohl es da ja eigentlich nichts mitzuteilen gibt und es ja sowieso keiner verstehen kann und so weiter. Und ich finde es aber auch wichtig, immer mal wieder rauszustellen, so, hey, es ist durchaus möglich, dass diese Leute wahnhaft sind. Weil andere Leute, die wahnhaft sind, denen erscheint ihre scheinbare Realität auch real. Wo wollen wir jetzt da den Unterschied machen? Wir können das eine nicht überprüfen, wir können das andere nicht überprüfen. Insofern können wir diese absolute Wahrheit einfach nicht 100% festnageln. Und ich hoffe sehr, dass dieser Angelo Delulu nicht mit seinen komischen Theorien allzu viele Leute irgendwo in Zustände geführt hat, wo sie nicht sein möchten. So, und an der Stelle will ich jetzt nochmal einhaken. Jessica hat mir eine Nachricht weitergeleitet, die sie bekommen hat von jemandem, die ich auch hier zitieren darf. Und derjenige hatte geschrieben, ich erinnere mich an eine Situation, in der ich unter sein Video kommentiert habe, dass mich dieses ganze Zeug so sehr stresst, dass ich suizidale Gedanken habe und Beruhigungsmittel nehmen muss, um mich zu entspannen und schlafen zu können. Und alles, was er dazu gesagt hat, war, wenn du dich nicht für Erwachen interessierst, würde ich dir nicht empfehlen, Videos zu diesen Themen anzuschauen. Was für ein verdammtes Arschloch, wo bleibt da bitte das Mitgefühl? Und ich kann das nur unterstreichen, wo bleibt da bitte das Mitgefühl? Ich meine, was ist denn da los? Wenn man sich mal vorstellt, man ist Lehrer, man ist Autoritätsperson, man geht auf YouTube, man bläst diese Inhalte einfach in die Öffentlichkeit raus, ungefiltert. Und dann kommen Leute und erzählen einem, wie das auf einen wirkt und dass das irgendwie solche Konsequenzen hat. Und das Einzige, was man dazu zu sagen hat, ist so, ja, wenn dich Erwachen nicht interessiert, dann geh halt woanders hin. Also das ist für mich komplett unverständlich, wie man so handeln kann. Und ich finde, das ist kein vertrauenswürdiges Verhalten. Ich finde, wenn sich jemand so verhält, dann ist es kein Zeichen dafür, dass dieser jemand ein guter Lehrer ist. Und ich habe noch von jemand anderem gehört, der den Angelo auch persönlich kennt, dass er ganz, ganz viele Mails erhält von Leuten, die wegen dem, was sie von Angelo gehört haben, in der Psychiatrie gelandet sind. Und dann will ich euch noch eine Zusammenfassung einer E-Mail geben, die Jessica mir weitergeleitet hat, wo nochmal sehr deutlich wird, was passieren kann, wenn man sich mit diesen Radical Non-Duality-Konzepten auseinandersetzt. Die Person hatte geschrieben, und wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine grobe Zusammenfassung, das ist jetzt kein wörtliches Zitat. Ich habe das Gefühl, dass mich bestimmte spirituelle Lehren, vor allem aus non-dualen Kreisen, psychisch extrem geschädigt haben. Manche Lehrer haben mir und anderen wortwörtlich gesagt, dass wir nicht real seien oder nichts existiere. Für mich fühlt sich das an wie ein geistiger Übergriff.
Solche Aussagen haben mir den Boden unter den Füßen weggezogen und dazu geführt, dass ich in Angst, Orientierungslosigkeit und einer tiefen Entfremdung gelandet bin. Durch diese Lehren habe ich mein eigenständiges, glückliches Leben verloren. Ich bin wieder zurück zu meiner Familie gezogen, habe massive Ängste entwickelt. Zeitweise hatte ich sogar Angst vor ganz normalen Sinneseindrücken und kann viele meiner früheren Leidenschaften nicht mehr genießen. Meine Familie hat die Veränderung ebenfalls bemerkt. Und so weiter. Das war eine sehr lange E-Mail. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach nur ein kurzer Eindruck davon. Und das ist eben nicht selten, dass Jessica solche E-Mails bekommt. Mich hat diese E-Mail auch sehr an das erinnert, was ich damals selber durchgemacht habe. Ich konnte es total nachvollziehen und es hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich finde es einfach im Kontext dieser Reaction und dem, was ich hier alles gehört habe, sehr wichtig, darauf nochmal hinzuweisen und das nicht unter den Teppich zu kehren. Weil, wie gesagt, wenn man ihn einfach nur so googelt, dann findet man halt auch einfach nur Positives, was kein Wunder ist, weil solche Leute wie diese Person, die die E-Mail geschrieben hat, gehen halt nicht in irgendwelche Non-Duality-Foren im Internet und schreiben da sowas. Die werden ja auseinandergenommen. Die wenden sich dann an Leute wie Jessica oder mich und erzählen ihre Geschichte da. Und ich hoffe, dass mit diesem Video auch nochmal klar geworden ist, dass einfach mit Non-Duality nicht zu spaßen ist und dass ich finde, das sollte von den Lehrern auch anders gehandhabt werden. Ich finde, das ist keine Message, die man einfach so ungefiltert an die Massen raushaut. So, das ist meine Meinung dazu. Wie seht ihr das? Schreibt mir bitte alles, was ihr dazu denkt, in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine wundervolle Non-Duality-freie Zeit und bis bald. Tschüss.